Guten Tag. Heute kommen wir zum Ansatz. Normalerweise sollte der Ansatz auch in der Grundposition bei der Oboe nicht die natürlichen Gegebenheiten eines jeden einzelnen Menschen verändern. Jeder Mensch hat ja seine persönliche Ausprägung der Zahnstellung oder auch des Kiefers, die ganzen Positionen von Unter- und Oberkiefer. Nicht? Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass die Zähne etwa einigermaßen gleich sind. Also dass Unter- und Oberkiefer relativ, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, relativ dicht beieinander sind. Das heißt, ich mache, wenn das Oberkiefer ist und wenn das Unterkiefer ist, für mich ist Unter- und Oberkiefer einigermaßen in der Grundposition, einigermaßen auf der gleichen Position übereinander. Also Ober- und Unterkiefer sind nicht verschoben, dass der Unterkiefer weiter nach vorne geht oder der Oberkiefer weiter nach vorne, Entschuldigung, oder der Unterkiefer weiter nach vorne. Also dass er gleich ist. Damit, das heißt, ich lege das Rohr auf die Unterlippe, beziehungsweise zwischen die Lippe genau, und dann schiebe ich einfach erst einmal die Oboe einfach hinein. Und wieder hinaus. Fertig. Viel mehr mache ich erstmal nicht. Wenn ich jetzt also die Oboe so, dann ist hier diese Position, Unterkiefer hier, entspannt, ein bisschen geglättet auch, ein bisschen glatt. Und die Zähne werden verdeckt durch die Lippe. Auch hier kann man es nochmal so sehen. Und das wäre jetzt die Grundposition. Wenn ich jetzt einen Ton anblase ohne Zunge, dann muss ich jetzt wieder daran denken, an die Atmung. Ausatmen, einatmen, innehalten. So, und wenn ich jetzt einfach einen x-beliebigen Ton, also jetzt ich nehme jetzt einfach ein höheres C aus, einhalten oder stützen, und ich lasse jetzt den Ton kommen ohne Luft, ohne Zunge, dann sollte, ob ich blase oder nicht, die Position hier, Unterkiefer, Oberkiefer, gleich bleiben. Das heißt, es sollte jetzt nicht Luft in den Ansatz kommen, zum Beispiel überall in die Wangen oder hier unten hinein oder hier oben. Das sollte so bleiben, dass es sich nicht verändert. Also ausatmen, einatmen, dann innehalten oder stützen. Ja. An dieser Stelle möchte ich noch etwas sagen, was ich vielleicht am Anfang vergessen hatte zu sagen. Alle diese Grundlagenübungen von Fingerhaltung, von Ansatz, was noch vieles noch kommen kann auch, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, mit Spiegel zu üben. Ich würde es sogar empfehlen, also einen kleinen Spiegel zu nehmen oder einen Taschenspiegel oder vielleicht auch einen größeren, dass man beobachten kann selber, ob man jetzt den Ansatz verändert oder nicht. Am Anfang kann man das nur sehen und noch nicht fühlen. Nach einer gewissen Zeit kann man das natürlich auch fühlen. Kommen wir jetzt zur Form des Ansatzes. Wenn wir nochmal überlegen, wir legen die Oboe auf die Lippe, dann tun wir die hinein, schieben ein bisschen, dann sehen wir, dass wir auch hier in den Mundwinkeln erst einmal keine Veränderung vornehmen. Wir machen nicht I, wir machen auch nicht O, wir machen nicht I, O, wir machen einfach, es verändert sich kaum. Jetzt müssen wir ein bisschen die Ringmuskulatur ein bisschen bemühen. Ich möchte nicht sagen, bei so einem leichten Rohr anstrengen, damit nicht
Wenn jetzt die Luft kommt, der Ansatz in die Breite gezogen wird, in das I. Ja? Also ich versuche das mal zu demonstrieren, dass der Ansatz in die Breite geht. Also ausatmen, einatmen. Ja, und dann kommt hier fest. Also hier wird es fest, ja. Hier wird es fest, hier mein Auge wird auch fest. Also das fühlt sich für mich ganz, ganz, ganz merkwürdig an. Also wie kann ich das erreichen, dass das nicht zur Seite in ein I geht, sondern eher zwischen O und U? Ein kräftiges O, das wäre zu viel, meiner Meinung nach, in diesem Moment. Ja? Wir wollen eine Ansatzposition finden, mit der wir erst einmal die normale Oboenlage, wenn wir nicht gerade die ganz, ganz hohe oder die ganz, ganz tiefe Töne betrachten, spielen können, ja? Ohne dass wir den Ansatz großartig ändern müssen. Also ausatmen, einatmen, dann hinein, schieben die Oboe und versuchen ein bisschen zur Mitte denken, diese Ringmuskulatur, dass es nicht zum I geht, sondern dass es zwischen O und A auch im Hals verbleibt. Aus, ein. Und der Schwerpunkt der Oboe, also das Gewicht vom Rohr. Ich würde am Anfang empfehlen, dass letztendlich das Rohr von der Lippe umschlossen wird und dass die Oboe im Ansatz sanft gehalten wird und dass nicht automatisch ein sehr, sehr schwerer Druck nach unten oder ein schwerer Druck nach oben kommt, sondern dass erst einmal versucht wird, eine natürliche Gewichtsposition, dass das zwischen Umschließen des Rohres, zwischen Halten der Oboe eine gute Balance besteht, dass alle diese Belange in einem guten Verhältnis stehen. Also dass es locker bleibt, vor allen Dingen, dass der Ansatz lediglich gebildet wird, Umschließen des Rohrs und nicht zur I-Form verbleiben. Also aus, ein. Soweit erst einmal zum Ansatz, zum ersten Ansatzübungen. Auf Wiedersehen.